Hallo! In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Wolfram Alpha Potenzen, Wurzeln und Logarithmen berechnest. Dazu erkläre ich dir kurz die mathematischen Grundlagen, um dir danach zu zeigen, wie du die Potenz, die Wurzel und den Logarithmus in Wolfram Alpha eingibst. Fangen wir mit der Potenz an. Wenn wir dieselbe Zahl mehrfach hintereinander mit sich selbst multiplizieren, so können wir das auch mit der Hochschreibweise abkürzen. Anstatt 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 hinzuschreiben, schreiben wir 2 hoch 5. Das ist übrigens 32. Die Zahl, die mehrfach mal genommen wird, heißt Basis. In unserem Beispiel ist also die 2 die Basis. Die Anzahl der Multiplikationen hat auch einen eigenen Namen. Wie oft die Basis mit sich selbst multipliziert wird, nennen wir Exponent. In unserem Beispiel ist der Exponent also 5. Auch das Ergebnis bzw. die Rechnung hat einen Namen. 2 hoch 5 heißt fünfte Potenz von 2. Wenn wir die Gleichung 2 hoch 5 gleich 32 betrachten, können wir jede der 3 Zahlen durch ein Fragezeichen ersetzen. Es gibt also 3 verschiedene Möglichkeiten, nach der fehlenden Zahl zu suchen und damit auch 3 verschiedene Rechnungen. Erstens, wir fragen nach der 32, dem Ergebnis. Die Frage lautet: Was ist 2 hoch 5? Die Antwort darauf ist die fünfte Potenz von 2. Zweitens, wir fragen nach der 2, der Basis. Die Frage lautet: Welche Zahl muss ich mit 5 potenzieren, damit 32 herauskommt? Die Antwort ist die fünfte Wurzel von 32. Drittens, wir fragen nach der 5, dem Exponenten. Die Frage lautet: Wie oft muss ich die Basis 2 mit sich selbst multiplizieren, damit 32 herauskommt? Die Antwort ist der Logarithmus von 32 zur Basis 2. Wir starten Wolfram Alpha und wechseln in den mathematischen Modus. Dazu klicken wir auf den Button Math Input. Zusätzlich klicken wir auf das Wurzelsymbol, das zweite von links. Dadurch erhalten wir weitere Eingabehilfen, speziell für Potenzen, Wurzeln und Logarithmen. Um eine Potenz von Wolfram Alpha berechnen zu lassen, klicken wir auf das Symbol mit dem großen Quadrat und dem kleinen Quadrat rechts oben. Der Text Enter what you want to calculate im Eingabefeld wird durch ein großes blaues Quadrat und durch ein kleines gelbes Quadrat rechts oben ersetzt. Die Farben zeigen dir, an welcher Stelle du gerade etwas eingibst. Die aktuelle Stelle ist blau markiert. Weitere Stellen, die von dir ausgefüllt werden müssen, sind gelb gefärbt. In das große Quadrat geben wir die Basis ein, also 2, und in das kleine Quadrat den Exponenten, also 5. Danach klicken wir auf das Gleichheitszeichen oder drücken Return. Wir überprüfen in der Eingabezeile, ob Wolfram Alpha unsere Eingabe richtig interpretiert hat. Danach lesen wir das Ergebnis in der Result-Zeile ab, 32. Übrigens, es gibt auch eine direkte Texteingabe. Alternativ können wir auch 2 Dach 5 direkt in das Eingabefeld eingeben und erhalten das Ergebnis 32. Kommen wir nun zur Eingabe von Wurzeln. Dazu klicken wir auf das Symbol mit den beiden Quadraten, die durch ein Wurzelzeichen getrennt sind. Um die fünfte Wurzel von 32 zu berechnen, geben wir daher in das kleine Quadrat eine 5 ein, das große Quadrat füllen wir mit 32. Nach Betätigung der Return-Taste und Kontrolle der Eingabezeile erhalten wir das Ergebnis 2. Übrigens, auch hier sind direkte Texteingaben möglich. Falls du mit der sogenannten LaTeX-Schreibweise vertraut bist, kannst du auch \sqrt, eckige Klammer auf, 5, eckige Klammer zu, geschweifte Klammer auf, 32, geschweifte Klammer zu eingeben. Eine zweite Textalternative ist die englische Formulierung in Worten, also fifth root of 32. Und zuletzt geht natürlich auch 32 hoch ein Fünftel. Nun sehen wir uns an, wie Wolfram Alpha einen Logarithmus berechnet. Klicke auf den Button mit dem Wort Log und dem kleinen und dem großen Quadrat. Als erstes wird das kleine Quadrat blau markiert. Wolfram Alpha erwartet die Eingabe der Basis. Um den Logarithmus von 32 zur Basis 2 berechnen zu lassen, geben wir in dem kleinen Quadrat 2 ein. Zwischen die runden Klammern bzw. in das große Quadrat geben wir 32 ein und bestätigen mit Return. Wie immer überprüfen wir zuerst, ob Wolfram Alpha die Eingabe korrekt interpretiert hat.
Dann lesen wir das Ergebnis 5 ab, also 2 hoch 5 gleich 32. Übrigens, die direkte LaTeX-Eingabe funktioniert diesmal leider nicht. Möchte man direkt Text tippen, anstatt auf Buttons zu klicken, so muss man eckige Klammern verwenden. Die Basis wird dann als erstes Argument übergeben, also log, eckige Klammer auf, 2,32, eckige Klammer zu. In diesem Video habe ich dir gezeigt, wie du die Endpotenz einer Zahl, die Endwurzel oder den Logarithmus zur Basis b von Wolfram Alpha berechnen lassen kannst. Am besten probierst du es gleich selbst aus.